Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute was Besonderes und zwar eine Orangen-Marzipan-Torte. Mal was ganz anderes. Und dafür brauchen wir einen Boden und zwar der braucht 6 Eiweiß, 6 Eigelbe, 50 Gramm Zucker und nochmal 30 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 15 Gramm Stärke und 160 Gramm Mehl. Dann noch etwas Aprikosenkonfitüre zum Bestreichen der Böden. Dann haben wir eine Orangencreme und eine Marzipan-Buttercreme. Dafür brauchen wir 120 Gramm Marzipan-Rohmasse, eine große Orange, 5 Gramm Speisestärke, ein Päckchen Vanillepuddingpulver, 430 Milliliter Milch, 70 Gramm Zucker und 100 Gramm Butter und die sollte Zimmertemperatur haben. Dann für die Verzierung 200 Gramm Marzipan-Rohmasse, 200 Gramm Puderzucker, 50 Gramm Schokolade und 100 Gramm Mandelblättchen und dann noch so 2 bis 3 Esslöffel Milch. Und los geht's. Als erstes stellen wir den Boden her. Dazu gebe ich das Eiklar in eine Schüssel, gebe die Prise Salz dazu und schlage das Ganze kurz auf. Wenn die Eier zu schäumen beginnen, kommt der Zucker dazu. Wer mag, kann auch noch Vanillezucker dazugeben. Das Ganze wird jetzt so lange steif geschlagen, bis die Masse zu glänzen beginnt. So sieht es dann aus. Dann brauchen wir die Eigelbe, die kommen ebenfalls in eine Schüssel und da kommen jetzt die 30 Gramm Zucker mit dazu und das Ganze wird cremig gerührt. Also cremig heißt, die Masse verdoppelt sich und wird richtig schön hell, so wie hier. Da kommt jetzt dann der Eischnee mit hinein und die beiden Sachen werden so lange miteinander verrührt, bis alles schön miteinander verbunden ist. Nun kommen die Trockenzutaten dazu und dazu braucht ihr einen Sieb. Da gebt ihr jetzt das Mehl mit hinein und die Stärke. Und dann wird das Ganze über die Eiermasse gesiebt. Also im Grunde genommen ist es ein Biskuitteig, bloß mal ein bisschen anders. Also ich habe da mal was ausprobiert und es hat wunderbar funktioniert. Die Trockenzutaten werden jetzt vorsichtig untergehoben. Das heißt schön von unten nach oben, so lange unterheben, bis man das Mehl nicht mehr sieht. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt braucht ihr eine Springform. Meine hatte einen Durchmesser von 26 cm. Ich habe sie mit Backpapier ausgelegt und da kommt jetzt der komplette Teig hinein. Den Teig dann noch richtig schön gleichmäßig verstreichen und dann darf der bei 170 Grad so gute 30 Minuten backen. Und ungefähr nach 30 Minuten sieht er dann so aus. Macht den Stäbchentest. Wenn am Stäbchen nicht mehr festklebt, dann ist er fertig. In der Form kurz auskühlen lassen, die Form dann entfernen und dann komplett auskühlen lassen. Und so sah er dann aus. Dann geht es weiter mit der Orangencreme. Ich hatte hier jetzt eine richtig schöne, große, saftige Orange. Die müsst ihr heiß abwaschen und dann die Schale herunterreiben. Ich habe das jetzt mit der Hand gemacht. Es gibt unterdessen auch schon Elektrogeräte, aber das braucht man nicht unbedingt. Dann brauchen wir auch noch den Saft von der Orange. Ich habe das jetzt ebenfalls mit der Hand gemacht. Einfach die Orange auspressen. Schauen, dass natürlich keine Kerne mit drin sind, weil die brauchen wir nicht. Und dann haben wir schon den ersten Teil erledigt von der Orangencreme. Hier ist mein Ergebnis. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist den Marzipan reiben. Das geht ganz einfach. Klebt zwar ein klein wenig, aber der lässt sich wirklich wunderschön reiben, wie man hier sehen kann. Und es ist, wenn man den Marzipan erhitzen will, einfach am besten, wenn man ihn reibt. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, dann gebe ich den Saft in einen Topf. Da kommen dann auch noch die Schalen mit hinein. Und die Hälfte, also von den 100 Gramm Marzipan, 50 Gramm damit hinein. Dann muss ich noch ein kleines Stärketeiglein machen. Hier habe ich die Stärke, da gebe ich so gut vielleicht einen Esslöffel maximal mit hinein und verrühre das Ganze. Das dient einfach dazu, dass dann die Orangencreme etwas dicker wird. Also ich dicke sie damit ein. Schön verrühren, sodass keine Klümpchen entstehen. Dann gebe ich den Topf auf den Herd, lasse das Ganze aufkochen und zwar so lange, bis der Marzipan geschmolzen ist und dann gebe ich mein Stärketeiglein mit hinein. Am besten jetzt den Ofen ausschalten, das Ganze gut verrühren und wenn ihr merkt, es wird dick, vom Herd nehmen und dann
in eine Schüssel geben, damit das Ganze etwas schneller auskühlen kann. Denn die Creme muss komplett ausgekühlt sein. Und am besten noch eine Frischhaltefolie darüber geben. Also das dauert schon ein klein wenig. Aber in dieser Zwischenzeit machen wir unseren Marzipanpudding. Dazu gebe ich den Zucker in eine Schüssel. Da kommt dann noch die Milch dazu. Hebt aber von der Milch so gute 6 Esslöffel auf, denn die brauchen wir für den kleinen, ja, ich würde mal sagen Vorteig, Vorsoße für den Pudding. Das kommt auf den Herd, das darf aufkochen. Hier habe ich mein Puddingpulver und da kommt jetzt auch die Milch dazu. Also die restliche, die wo ich aufgehoben habe. Verrühre das Ganze und zwar so lange, bis keine Klümpchen mehr drin sind und das Ganze richtig schön gelb wird. So soll es ausschauen. Ja, hier kocht jetzt meine Milch und dann kann ich meinen Pudding damit hineingeben. Das Ganze wird auch sofort dick. Auch hier den Herd abschalten, das Ganze aufkochen lassen und dann kommen da noch die restlichen geriebenen Marzipanstückchen mit hinein. Das Ganze wieder auf den Herd stellen, da ist noch Restwärme drauf, das langt vollkommen, dass der Marzipan sich auflöst und immer schön rühren, rühren, rühren. Der kommt jetzt in eine Schüssel, darf dort komplett auskühlen. Hier ist er schon ausgekühlt und jetzt gebe ich meine zimmerwarme Butter dazu. Wichtig ist, dass Pudding und Butter dieselbe Temperatur haben, weil dann gerinnt nämlich das Ganze nicht. Das wird jetzt verrührt. So sah das Ganze aus. Also einfach mit dem Mixer einrühren. Und dann habe ich hier meine Böden. Also ich habe meinen Boden zweimal waagerecht durchgeschnitten. Nehme mir einen, lege ihn auf eine Tortenplatte, gebe einen Tortenring darum und streiche den ersten Boden mit Aprikosenkonfitüre ein. Ihr könnt natürlich auch Orangenkonfitüre nehmen oder auch ganz eine andere oder einfach weglassen, wenn ihr meint, es wird vielleicht zu süß. So sah es dann aus. Und da kommt jetzt mein ausgekühlter Pudding darauf. Wem der zu wenig ist, also es ist wirklich nicht so viel, aber ich war jetzt der Meinung, das hat gelangt. Der macht einfach die doppelte Menge und dann wird auch eure Torte etwas höher. Ja, das Ganze dann noch schön gleichmäßig verstreichen. Den zweiten Boden darauf legen und der wird ebenfalls mit Konfitüre eingedeckt oder eingestreicht. Wisst ihr, was ihr auch noch machen könnt? Ihr könnt auch Orangensaft nehmen und den Boden leicht tränken. Also nicht zu arg, so ein paar Spritzer Orangensaft darüber. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz lecker. Hier kommt jetzt dann meine ausgekühlte Orangencreme dazu. Das ist sehr wenig, aber glaubt mir, das langt. Die hat nämlich so einen intensiven Orangengeschmack. Ich finde, das langt vollkommen und das ist so lecker. Das verstreichen wir oben auf der Marmelade oder Konfitüre, auch wenn das sich miteinander vermischt, das ist völlig egal. Das passt so und dann kommt dann der letzte Boden darauf und dann darf das Ganze für gute 4 bis 6 Stunden in den Kühlschrank. Nach dem Kühlen vorsichtig aus der Form lösen. Also ich habe vorher mit dem Messer am Rand entlang und dann einfach den Tortenring wegnehmen. Und so sah sie dann aus. Es ist eine niedrige Torte, glaubt mir, das langt. Also die hat wirklich ganz, ganz viel Geschmack und es langt einfach. Ja, jetzt geht es ans Verzieren. Hier habe ich jetzt nochmal eine Packung Marzipanrohmasse. Ihr könnt auch weniger nehmen, aber ich nehme immer lieber mehr als zu wenig, denn ich kann es immer nicht so richtig einschätzen mit dem Ausrollen. Ihr gebt jetzt ein bisschen Puderzucker auf eine Arbeitsfläche und rollt den Marzipan aus. Also Marzipan sollte man immer mit Puderzucker ausrollen. Wir legen oben auf die Torte eine Marzipandecke und deswegen habe ich dann hier von meiner Springform den Boden genommen, habe das einfach auf meine Marzipan gelegt, außen entlang mit dem Messer geschnitten und dann habe ich die Größe von meiner Torte. Also ganz, ganz einfach. Wer aber möchte, der kann auch die Torte komplett mit Marzipan eindecken. Ist alles machbar. So sah es dann aus. Hier habe ich jetzt wieder meine Torte und da legen wir den Marzipandeckel einfach darauf. Also den muss man nicht festmachen, das ist nicht nötig, der klebt. Jetzt stelle ich meinen Tortenring wieder darum, den natürlich vorher sauber machen. Das hat schon seinen Grund, warum wir den wieder hinstellen, denn jetzt brauchen wir einen Zuckerguss. Und ich möchte nicht, dass der Zuckerguss sofort runterläuft. Und dann habe ich hier meine Schokolade. Ich habe ein Topping genommen. Das gibt es, Achtung, unbezahlte Werbung,
im Kaufland. Die lässt sich so toll verarbeiten, also da muss man nichts schmelzen, gar nichts. Einfach ein bisschen was von den Topping in einen Spritzbeutel geben und den kurz zur Seite stellen. Hier habe ich jetzt meinen Puderzucker und ich möchte, dass mein Zuckerguss ziemlich weiß wird und deswegen habe ich das Ganze mit Milch angerührt. Also wenn das mit Milch macht, dann wird es so richtig schön schneeweiß. Aber aufpassen, dass ihr nicht zu viel Milch hineingibt, denn sonst wird es zu flüssig. Also es sollte so richtig schön zähflüssig werden, so wie ihr es hier seht. Jetzt kommt hier mein ganzer mein ganzer Zuckerguss, wobei ihr ein bisschen was zur Seite nehmen müsst. Das hätte ich jetzt fast vergessen, so 3-4 Esslöffel, weil den brauchen wir dann noch für den Rand. Und den Rest gebt ihr jetzt hier auf den Marzipan drauf und verstreicht das Ganze schön gleichmäßig. Wobei, ich sage immer schön gleichmäßig, das läuft dann schon so in die Richtung, dass es dann schon passt. Jetzt habe ich hier meine Schokolade und da werden jetzt einfach unterschiedlich große Kreise von außen nach innen gespritzt. Dann nehme ich einen Zahnstocher und mache ein Muster hinein. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ich habe so ein Spinnennetzmuster hineingezogen. Ja, und jetzt darf die Torte nochmal für gut 1 Stunde in den Kühlschrank, denn das soll fest werden. Dann den Tortenring weg. Wie ihr seht, es war trotzdem nicht ganz fest. Es ist ein klein wenig runtergelaufen. Ihr solltet das verhindern, denn sonst zieht es euch dieses Spinnennetz komplett auseinander. Und dann sieht es ein bisschen komisch aus. Dann habe ich hier noch jetzt ein bisschen Restzuckerguss. Und ihr könnt ihn auch frisch machen, das ist auch machbar. Da decke ich jetzt den Rand damit ein und dann kommen meine Mandelblättchen da drauf. Also das funktioniert genauso wie Sahne, aber ich wollte in dieser Torte absolut keine Sahne haben. Denn ich finde, Sahne ist teuer geworden. Und wenn man da jetzt jede Woche da eine Torte mit Sahne macht, ich weiß nicht, das geht schon unheimlich ins Geld. Deswegen, das geht auch mit Zuckerguss. Oder wer mag, mit Schokolade. Alles machbar. Ja, dann kommen die Mandelblättchen eben am Rand entlang. Dann sollte man die Torte vielleicht noch mal eine halbe Stunde kühlen. Und dann ist sie fertig. Und ich finde, die ist richtig schön. Und ihr Lieben, das ist mal sowas von was anderem. Das ist so lecker. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so gut ist. Ich wollte es einfach mal probieren. Ich bin ja nicht so der Orangen-Fan in der Torte. Aber das war genial. Und schon alleine diese Marzipan-Buttercreme. Einfach herrlich. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.